So, mit kratziger Stimme und wahrscheinlich total verschmiertem Make-up und total zerzausten Haaren, ist mir jetzt aber auch egal, würde ich sagen, wir fangen nach langer Zeit mal wieder an mit einem neuen Video. Hi, mein Name ist Lisa. Herzlich willkommen auf dem Planeten Aspi. Schön, dass ihr hier gelandet seid. Heute wollte ich so ein bisschen über Overload reden, über Meltdown sprechen und auch das etwas weniger bekannte Thema Shutdown mit euch ein bisschen bequatschen. Wichtig ist dazu zu wissen, ich für meinen Teil rede nur aus meiner Perspektive. Klar, ich kenne auch andere Sichtweisen, aber ich versuche so gut es geht, das, was bei mir passiert, objektiv zu beschreiben. Und vielleicht lässt sich der ein oder andere Zustand ja mit einem von euren vergleichen. Ich würde das auf jeden Fall gerne mal wissen. Ich meine, wir haben auch schon auf dem Discord ziemlich viel uns darüber ausgetauscht, dass manche das gar nicht so intensiv haben wie ich und manche durchaus mehr. Ja. Und vielleicht soll ich vorher mal was trinken, aber gut. Die Overload-Situation, die ich gerade eben gehabt habe, habe ich live aufgenommen, kurz bevor ich gemerkt habe, oh Scheiße, jetzt gleich wirst du echt fuchsendolle und könntest eventuell sogar in den Meltdown rutschen. Beschäftige dich anders und versuche drüber zu reden. Normalerweise habe ich für den Overload einen Notfallplan, der da bedeutet, Brille aufsetzen, jemanden anrufen, meine Skills anwenden bzw. Stimmings und ja, vorzugsweise habe ich versucht, das Ganze auf die Kamera umzuleiten. Dass ich einfach die Kamera anmache und mit euch da draußen rede, um es so nahbar zu machen wie möglich. Das gelingt mir nicht immer, weil es manchmal echt schwer ist, in diesen heftigen Situationen sich überhaupt vor die Kamera zu stellen, aber es fällt mir immer leichter, weil ich die Menschen hinter den Kommentaren und auch so hinter diesem Begriff Community schon kennengelernt habe, teilweise. Und das hilft mir auch so ein bisschen, mich vor die Kamera zu stellen und über meine Problematik weiterhin zu sprechen. Wie fühlt sich ein Overload für mich an? Also ich habe bei Alex ja schon im Video erläutert, dass es sich für mich so anfühlt, wie als wenn ich eine kleine Schaltzentrale im Kopf habe. Ähnlich wie bei dem Film Alles steht Kopf, wo ganz viele kleine Männchen für verschiedene Emotionen zuständig sind. Und die wissen alle gar nicht so genau, was sie tun sollen. Und gerade dann, wenn so viel auf sie einprasselt an Informationen, dass sie gar nicht mehr schalten und walten können in ihrer Zentrale, dann drücken sie statt dem Ausknopf einfach einmal über die ganze Tastatur und dann implodiert quasi mein ganzer Körper. Angefangen von mir wird heiß, mir wird schwindelig, ich werde schneller, ich werde unvorsichtiger, das heißt, ich dötsch mir dann auch mal den Kopf an oder stoß mich oder sonstiges und das macht es in diesem Fall eigentlich auch nicht besser. Ich kriege weniger Luft, beziehungsweise ich habe das Gefühl, ich kriege weniger Luft, es schnürt sich hier alles zu. Die Verbindung zwischen Kopf und Herz geht quasi so ein Stück weit verloren und ich kann meine Gedanken nicht mehr ordentlich sortieren. Und dann hilft im Grunde genommen nur noch Emotionen rauslassen
aber in einem gesunden Maße, in Anführungsstrichen, weil wenn ich wirklich tatsächlich die Aggression, die ich dann gegen mich habe oder sonstiges wirklich rauslasse, ist das halt eben nicht so vorteilhaft, weil ich mir das eine oder andere Mal halt auch schon irgendwie den Ellbogen absichtlich gestoßen habe oder sonstiges. Extrem selbstverletzendes Verhalten lege ich nicht an den Tag. Aber das ist ja auch immer Interpretationssache. Also es kam durchaus schon vor, dass ich mir meinen Kopf vor die Wand geschlagen habe oder meine Hände einfach gegen meine Stirn geklatscht habe, bis es wirklich tatsächlich richtig wehgetan hat. Ja, und das ist alles Symbol dafür, dass ich zu viel Energie in meinem Körper habe, weil ich zu viele Außenreize und Emotionen in mir drin habe, das alles nicht kanalisieren kann, die Energie nicht wieder freisetzen kann. Wohin dann mit dieser Energie? Das ist ja klar, dass wenn das Fass sich füllt und füllt und füllt aber du mit aller Gewalt den Deckel da drauf drückst und nichts raus kann und da trotzdem noch weiter was reinkommt, ist ja klar, dass das irgendwann an anderer Stelle platzt. Ich hoffe, das war jetzt so halbwegs verständlich, was ich gemeint habe. Ja, und nach dem Overload, wenn man sich nicht so gut abreagieren konnte, beziehungsweise wenn man dieser Energie keinen freien Lauf lassen konnte, ist es halt eben so, dass man eventuell in den Meltdown rutschen kann. Der Meltdown ist ungefähr vergleichbar mit einer Panikattacke. Also, dass man wirklich gar keine Luft mehr kriegt und auch unkontrolliertes Muskelzucken hat, nicht mehr funktionsfähig ist zu sprechen und ja, noch nicht mal richtig zu stehen. Man klappt eigentlich im Grunde genommen nicht nur psychisch, sondern auch körperlich zusammen. Ach, für euch Leute da draußen, Simon, vielleicht kannst du auch mal Hallo sagen. Hallo. Weil ich habe nämlich jetzt einen Cutter gefunden und hopefully werde ich jetzt demnächst wieder öfter Videos drehen. Mal gucken, ich bin gespannt. So, wo war ich? Ja, und wenn der Meltdown nicht aufgefangen wird, dann kann es tatsächlich wirklich sein, dass man in eine depressive Phase rutschen kann, weil man aufgrund des Meltdowns eine Art autistischen Burnout erleidet. Aber das mit dem autistischen Burnout und mit der depressiven Phase werde ich auf jeden Fall nochmal in einem anderen Video etwas näher erläutern. Mir geht es jetzt im Grunde genommen nur darum, abzuspalten, was ist noch Overload und was ist Meltdown. Die Grenzen dazwischen sind fließend. Meltdown ist eine Art ja, Zusammenbruch, Angriff im Sinne von, okay, jetzt gibt das ganze körperliche System sich preis. Und im Gegenzug dazu gibt es den Shutdown. Und der Shutdown ist eine Art Flucht, Rückzug. Und auf dem Discord habe ich jetzt auch schon ganz oft die Diskussion gehabt, aber ich hatte gar nicht so viele Meltdowns oder Overloads. Ich habe eher die Situation, dass ich mich zurückziehe und verbarrikadiere und die Emotionen komplett abblocke. Was ist denn das? Warum passiert das? Und ich habe die Theorie, ohne dass ich irgendwelche wissenschaftlichen Fakten jetzt raushauen kann,
Aber ich habe die Theorie, dass das mit dem Hormonspiegel zu tun hat, dass es bei Frauen mit Autismus eher vorkommt, dass sie häufiger Meltdowns haben und bei Männern mit Autismus es eher vorkommt, dass sie einen Shutdown haben. Ja, was bleibt mir denn jetzt noch zu sagen? Also es ist schwierig, meine Gedanken zu sortieren, wenn ich im Overload stecke oder im Meltdown stecke. CBD hilft mir. Ich habe erst wenige Shutdowns gehabt. Ich versuche euch, so gut es geht, zu erklären, was passiert. Kann aber nicht alles erklären, weil ich während es passiert ja nicht alles wahrnehme, beziehungsweise zu viel wahrnehme und mein Körper das runterreguliert. Ich glaube, das war es, was ich eigentlich dazu zu sagen habe. Wenn ich irgendwas vergessen habe, falls jemand noch irgendwelche Ideen dazu hat, schreibt es gerne bitte unten in die Kommentare. Ich bin immer froh über Kritik, über andere Sichtweisen, weil kennst du einen Autist, kennst du einen Autist? Durfte ich jetzt lernen. Das Grundgerüst mag vielleicht ähnlich sein, aber im Grunde genommen sind wir alle genauso individuell wie auch NTs. Okay, altbekanntes Problem. Jetzt traue ich mich schon mal vor die Kamera und ich krieg meine scheiß Haare nicht hin. Ich dachte eigentlich, mir geht's heute ganz gut, aber irgendwie war wieder das Badezimmer zu eng und dann jetzt verschmiert wahrscheinlich auch meine Schminke. Ja, super, super Start. Nee, klasse. Aber passt ja ganz gut. Passt ja eigentlich ganz gut, dass ich heute über Overloads reden wollte, beziehungsweise was das für mich bedeutet und was der Unterschied zwischen Meltdown und Overload ist. Oder auch zu einem Shutdown, was da der Unterschied ist. Oh. Ich ärgere mich über mich selber, dass es mich stört, dass mein Badezimmer so klein ist und dass ich es nicht hinkriege. Mal in Ruhe meine Haare zu machen, das ist doch unfassbar echt. So, und ich weiß jetzt noch nicht mal, ob ich richtig drauf bin oder im Fokus oder so, aber ich wollte euch einfach
mal wieder zeigen, wie so eine Overload-Situation aussieht. Wenn ich einen Meltdown habe, dann könnte ich mich sicherlich nicht vor die Kamera stellen. Und jetzt ist der Tag irgendwie auch schon wieder gelaufen. Das ist bestimmt, weil ich so spät aufgestanden bin und so Stress empfinde, weil ich gleich spazieren gehe und eigentlich noch Videos machen wollte und wieder nichts geschissen kriege. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank, dass ihr mich auch so ein bisschen ausgehalten habt, weil ich jetzt relativ unsicher bin, weil ich direkt nach dem Overload aufnehme und mir noch ziemlich heiß ist und ich überhaupt nicht weiß, ob ich gleich nicht innerlich irgendwie platze oder so. Und deswegen würde ich jetzt auch sagen, dass ich das Video beende. Und wir sehen uns die Tage. Bis dann!